Schon ein normaler Umzug kann anstrengend sein und immer wieder gibt es Sachen, die kaum zu transportieren sind. Doch ein Elefantenumzug ist noch mal eine ganz andere Herausforderung. Wie bringt man Tiere von 6 Tonnen in ein neues Zuhause? Weil es in einem Park in Simbabwe zu viele Elefanten gab, die auch Bäume mit ihrer gigantischen Kraft niederwalzten, sollten sie umgesiedelt werden. Sandra Theis über einen gefährlichen Umzug. Eine kleine Herde von Elefanten. Erwachsene und Jungtiere. Schuss. Wir sind in Sango, einem privaten Wildreservat in Simbabwe. Als der Hamburger Kaufmann Willi Pabst das Land vor vielen Jahren erwarb, gab es hier weder Elefanten noch Nashörner oder Löwen. Er selbst siedelte viele Tiere neu an und engagierte Ranger, die sie vor Wilderern schützen. Vor allem die Elefanten vermehrten sich so stark, dass sie jetzt Probleme bereiten. Sie zerstören große Teile der Vegetation. Wie man sieht, hat ein großer Elefant 4, 5, 6, 7 Tonnen schwer den Baum hier umgekippt. Einfach abgebrochen. Das ist an sich nicht das große Problem, weil er sich jetzt von der Krone ernähren kann. Und vor allen Dingen auch kleine Antilopen, Laubfresser, leben davon. Das ist sehr vernünftig. Das Problem ist, der Baum ist damit gestorben. Wir haben inzwischen 1/3 unseres Waldes dieser Art verloren. Und das zerstört die Nahrungskette nicht nur für die Elefanten, sondern auch für die anderen Laubfresser. Das Ausmaß der Schäden ist immens. Die Elefanten machen auch vor den riesigen Affenbrotbäumen nicht Halt. Um den Lebensraum zu schützen, muss die Zahl der Elefanten reduziert werden. Pabst bekam die Genehmigung, 100 Elefanten zu keulen, doch ihm bot sich eine Alternative. Die Elefanten ziehen um. Sie werden aus der Luft betäubt. Es ist ein gefährliches Manöver. Tierärzte und Helfer am Boden müssen möglichst nah bei den Elefanten sein, wenn sie betäubt werden. Dabei besteht die Gefahr, dass einzelne Tiere oder auch die ganze Herde die Helfer angreifen. In dem Moment, wo die Tiere umfallen, zählt jede Sekunde. Wenn die Elefanten unglücklich stürzen und ein Rüssel blockiert wird, können sie ersticken. Dieser Elefant bekommt nur schwer Luft. Sein Gewicht drückt auf die Lunge. Die Helfer müssen was tun. Dass er die Elefanten nicht töten muss, bedeutet Willi Pabst viel. Das ist ein emotioneller Highpoint, den kann ich gar nicht beschreiben. Das geht mir ein bisschen an die Augen, muss ich sagen. Das ist hochemotional. Diese Tiere umzusiedeln und zu sehen, wie die am anderen Ende sich vermehren, einen Tierpark wieder neu bevölkern, der von Wilderern entvölkert wurde, ist der Traum aller Naturschützer. Doch wie kriegt man die Schwergewichte auf die Transporter? Es ist ein kritischer Moment. Jeder Handgriff muss sitzen. Dann geht es zu einer fest installierten Box. In der Box bekommen Sie ein Gegenmittel und wachen auf. So können Sie selbst in den großen Truck laufen. Dieser Transport besteht aus einer Gruppe von 9 Tieren. Für sie beginnt eine Reise in eine neue Heimat. Das Ziel ist Rifa am Sambesi-Fluss, ein 80.000 Hektar großes Gebiet im Norden Simbabwes. Hier haben Wilderer den Tierbestand über Jahrzehnte minimiert. Die besonders bedrohten Spitzmaulnashörner gibt es hier gar nicht mehr. Der Nürnberger Geschäftsmann Ralf Koswara ist Tierschützer aus Leidenschaft. Er hat das Land gepachtet und ein Schutzgebiet eingerichtet. Wir haben die Jagd hier gestoppt. Seit 01.01.2018 haben wir dieses Gebiet gemietet. Wir bringen jetzt Tiere zurück in das Gebiet. Aktuell 100 Elefanten und zukünftig die Spitzmaulnashörner, weil das ist der Ort, wo sie historisch herkommen.
Als Ralf Koswara erfuhr, dass die Elefanten getötet werden sollen, schlug er die Umsiedlung vor. Die von ihm gegründete Rhino Force, eine Schutztruppe für Wildtiere, transportiert die Elefanten. Nach 24 Stunden im Truck schnuppern sie einen ersten Hauch von Freiheit. In dem provisorisch umzäunten Gelände sollen sie in den ersten Stunden zur Ruhe kommen. Pete Clemens ist der Chefranger der Rhino Force hier in Rifa. Er leitet den Kampf gegen Wilderer und beschützt zusammen mit seinen Rangern die Tiere. Wenn wir das Tor jetzt öffnen und zusehen, wie sie in Freiheit laufen, dann spüre ich meine Verantwortung. Es ist meine moralische Pflicht, auf sie aufzupassen. Zu sehen, wie sie freigelassen werden, macht mich glücklich. Dann ist der große Moment gekommen. Die Elefanten werden freigelassen. Die Leitkuh trägt jetzt einen Sender am Hals, damit die Ranger wissen, wo sich die Tiere ungefähr aufhalten. Die Herausforderung für die Elefanten: sie müssen im neuen Revier Wasser finden. Einen Tag nach der Freilassung machen wir uns mit Pete und Ralf auf die Suche nach den Elefanten. Wir wollen wissen, ob es ihnen gut geht. Mit einer Antenne fängt Pete das Funksignal des Senders auf und folgt ihm. Doch die Elefanten bewegen sich. Die Suche in sengender Hitze zehrt an unseren Kräften. 4 Stunden sind wir jetzt schon unterwegs. Doch dann: wir finden die Elefanten an einem Wasserloch. Es ist ein besonderer Moment für Ralf, die Tiere, die er vor dem Tod bewahrte, in Freiheit zu sehen. Es ist eine traumhafte Dankbarkeit. Und es ist einfach, dass jeder Elefant zählt. In Rifa gibt es genug Platz für die Elefanten. Hier bekommen sie eine neue Chance in einer neuen Heimat.